ist der Seat Leon auch noch in der 4. Generation der kompakte im VW-Clan, der so ein bisschen jünger, cooler und sportlicher ist? Oder verkommt er, wie vielleicht ich oder Thomas D. von Fanta 4, zum ewig peinlichen Berufsjugendlichen? Das wollen wir heute zusammen in unserem 10-Fakten-Review zur 4. Generation des Seat Leon klären. Wenn ihr alles auf dem Automobilmarkt wissen wollt, alles Neue, alles Coole, alles Uncoole, alle Modelle eben, ja, dann abonniert uns doch gerne. Wir sind modern, denn uns gibt es auch auf TikTok, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube habt ihr uns gefunden. Macht da die Glocke an, das würde mich riesig freuen. Dann kann ich mir vielleicht auch irgendwann eine Bomberjacke wie Thomas D. leisten. Ansonsten auf unserem Online-Magazin www.der-Autotestern geht es jetzt auch los mit mir. Ich bin der Jan. Hallöchen und unseren 10 Fakten zum neuen Seat Leon. Viel Spaß dabei. Sprechen wir über den ersten Fakt, die Historie von unserem Leon. Und die begann 1999. Inzwischen gibt es den ja, wie ich euch erzählt habe, in der 4. Generation. Und das Auto hat sich allein in der 3. Generation 1 Million Mal verkauft und insgesamt über die 3 vorherigen Generationen 2 Millionen Mal. Ist also ein echter Bestseller, der seinen Namen aus einer spanischen Provinzhauptstadt hat, Leon. Eben. Ja, und dann spricht man natürlich so ein bisschen über den VW-Konzernclan, ne? Denn die sind nicht wie der Miri-Clan oder der Abu-Chaka-Clan in Berlin, die sagen, lauft Seat, macht uns reich, macht einen Leon, macht den einfach sportlicher, cooler, jünger und gleich gut verarbeitet und günstiger als den Golf. Puh, das ist ja eine ganz schön leichte Aufgabe. Da ist man ja nur froh bei Seat, dass sie einen nicht zum Grasticken am Bahnhof schicken. Aber was Seat aus dieser Aufgabe gemacht hat und ob dieses Modell auch in der 4. Generation noch cool und sportlicher ist als der Golf, das wollen wir jetzt sehen. Kommen wir zum zweiten Fakt, nämlich den Wettbewerbern. Und ich spreche aus Erfahrung, sich in einer Familie zu behaupten, vor allem in so einer großen, ist richtig schwer. Warum erzähle ich euch das? Ich spare mir so den Therapeuten, ne? Nein, Quatsch, hat schon ernsten Hintergrund. Die Kompakten im VW-Konzern stehen inzwischen alle auf dem MQB, dem modularen Querbaukasten Evo. Das ist natürlich der Golf 8, das ist natürlich der Audi A3, das ist natürlich der Skoda Octavia und jetzt neuerdings also auch der Seat Leon. Ihr seht schon, ja, die Konkurrenz hier in unserem Wolfsburger Abu-Chaka-Clan ist riesig, aber die ist natürlich auch nicht nur extern, sondern es gibt, also intern, es gibt extern auch noch den Miri-Clan und da gibt es ganz viele von. Was ist das? Das ist natürlich der Ford Focus, das ist der Toyota Corolla, das ist der Mazda 3, das ist der Opel Astra. Ach, wisst ihr was, jeder Wettbewerber hat halt inzwischen was in diesem kompakten Segment. Die werden alle größer, die werden alle immer besser und der Wettbewerb da drin ist halt ganz schön schwierig. Das ist ein Haifischbecken da. Mit dem dritten Fakt sprechen wir über die Optik und erstmal ist es eine größenmäßige Einordnung vom Auto, was jetzt 4,37 Meter lang ist. Der Kombi ist 4,64 Meter lang, der Dreitürer entfällt und beide Versionen, die es gibt, sind 9 cm länger. Ja, und der ist jetzt 1,80 Meter breit und damit 2 cm etwa schmaler als der Vorgänger. 1,44 Meter ist er hoch. Dass er schmaler ist, sieht man ehrlicherweise nicht. Was man sieht, das schaut man ihm ins Familiengesicht, ist die Ähnlichkeit zum Tarraco oder zum Cupra Formentor nicht von der Hand zu weisen. Wir haben hier diesen sechseckigen Kühlergrill, die FR-Line ist hier vorne drauf, wir haben wunderschöne
spanische Seat-Leuchten schon serienmäßig LED. Die laufen hier so aus. Das sind jetzt die großen Voll-LED-Lichter. Was haben wir für Ausstattungslinien? Wir haben Reference, Style, Excellence und die F-Airline, die sportliche, wie sie hier drauf ist, die man zum Beispiel an der Spiegelkappe hier in diesem dunklen Chromton erkennt. Wir haben hier optional 18 Zöller drauf, von 15 bis 18 Zoll geht. 17 Zoll Felgen haben wir dann in der F-Airline serienmäßig, hinten abgedunkelte Scheiben. Und der Radstand, das ist sehr interessant, der ist jetzt 2,69 Meter lang. Das ist 5 cm länger als beim Vorgänger und 5 cm länger als beim Golf. Und hier hinten das Heck für mich, die Schokoladenseite. Hier hinten schaut mal dieses Infinity Light oder Infinite Light hier durchgängig mit LED-Rückleuchten. Das ist das große LED-Paket, hinten abgedunkelte Scheiben, wunderschöner Dachkantenspoiler hier oben. Hier Seat Leon steht drauf in so einer Handschrift, schöner als ich jemals schreiben können wird, F-Airline. Und dann eine Sache, ja, hier unten haben wir leider Fake-Auspuffblenden. Die sind gut gemacht, ehrlicherweise, aber der wirkliche Auspuff ist hier unten. Ja, VW-Konzernhasser werden hier natürlich wieder einen Angriffspunkt finden. Ich sag, egal. Sprechen wir mit dem vierten Punkt über den Kofferraum. Und ja, für Kofferraumfetischisten ist das jetzt wahrscheinlich spannender als barfüßige Menschen in Adiletten. Boah, was für eine eklige Vorstellung. Erstmal, wir haben hier 380 Liter Volumen beim Fünftürer. Das ist so viel wie beim Golf 8. Wen überrascht's? Was überrascht, ist eine Tatsache. Die zeige ich euch jetzt mal. Wenn man die Rückbank umklappt, haben wir ein Volumen von 1300 Liter und das ist ein bisschen mehr als beim Golf, denn da haben wir zum Vergleich 1237 Liter. Ja, aber die richtigen Kofferraum-Hardliner, die sagen, Fünftürer will ich gar nicht, ich will die Kombi-Variante, die hat dann bei aufgestellter Rückbank 617 Liter. Im Vergleich der Octavia-Kombi hat 610 Liter. Ja, und interessant ist doch eigentlich, dass diese Version, die hier unten so einen doppelten Ladeboden hat, eigentlich ja, sogar ein bisschen flexibler bzw. praktischer ist als der Golf 8. Ja, ich vermute, so ein Kofferraumfetisch kommt immer Hand in Hand auch mit einem Platz auf der Rückbank Fetisch. Also schauen wir uns das jetzt hier mal alles an. Ich habe euch gesagt, 5 cm mehr Radstand und was davon profitiert, ist der Platz hier hinten drin. Also kommt mal mit, wir steigen ein und ich bin 1,88 Meter groß. Und was ich euch jetzt sagen muss, ist, wenn ich hier so leicht durchkomme, seht ihr schon, Alter, hier drin ist richtig viel Platz für die Knie, für den Kopf, für die Schulter, perfekt. Und dann haben wir hier ja so eine Armauflage, eine Durchreiche für die Ski, wenn wir Ski oder Snowboard fahren, sehr wichtig. Ich zeige euch jetzt mal hier, wie sich dieser Sitz von hier umklappen lässt, sehr, sehr praktisch. Dann haben wir hier so ein tolles Mesh-Stoffdesign in der Sitzfläche, ich glaube Kunstleder. Hier glatt, rote Ziernähte, dunkler Himmel hier oben, so touchempfindliche LED-Leuchten, 2 USB-C-Stecker hier hinten. Und ich frage mich, was will man mehr? Klar, ein bisschen Hartplastik haben wir auch in der Tür, ansonsten aber sehr wertig und gut verarbeitet. Chapeau. Hablas de la punto número 6. Hoffe ich, heißt auf Spanisch, sprechen wir über den 6. Punkt. Ja, und jetzt mache ich euch hier die Motorabdeckung auf hier vorne, die Motorhaube. Ja, und dann ist es sehr kompliziert. Schon beim Golf 8 saß ich da, habe gedacht, Alter, gibt es da viele Antriebe drin. Das ist beim Leon jetzt genauso. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das ist ja verrückt. Wo beginnt es? Das beginnt mit einem 1 Liter TSI-Motor, ein Benziner mit 3 Zylinder mit 90 oder 110 PS. Die 110 PS Variante hat dann eine E-TSI-Version, also eine Mildhybridisierung mit DSG und 48 Volt Bordnetz. Dann gibt es einen 1,5 Liter TSI, ein 4-Zylinder mit 130 oder 150 PS. Die 150 PS Variante bekommt dann wieder optional die Mildhybridisierung. Und wir haben 2 Liter TSI mit 190 PS. Den gibt es wiederum im Golf nicht. Ja, und dann geht es weiter. Ne? Dann haben wir einen 2 Liter TDI, also einen Diesel mit 115 oder 150 PS. Bisher gibt es nur den 150 PS im Konfigurator. Wir haben eine Erdgas-Variante, eine CNG-Variante mit 130 PS und 440 Kilometer Reichweite. Und es sollen ja Plug-in-Hybride kommen mit 204 PS und 60 Kilometer rein elektrischer Reichweite. Und dann ist es spannend, denn ja, der Cupra Leon wird dann eine 245 PS
Plug-in-Hybrid-Variante geben, auch mit 60 Kilometer rein elektrischer Reichweite. Zusätzlich wird es auch einen reinen Verbrenner mit 245 PS beim Cupra geben. Ja, mit 300 PS gibt es auch noch eine Ausbaustufe und die ST, also die Kombi-Version mit Allrad, wird wieder 310 PS haben, wahrscheinlich. Hablas de la numero 7. Sprechen wir über die Leistungsdaten. Und erstmal wiegt dieses Auto hier 1361 Kilogramm, ist über ein 7-Gang DSG-Getriebe mit der vorderen Achse hier verbunden. 250 Newtonmeter maximales Drehmoment, 150 PS, beschleunigt in 8,4 Sekunden auf 100, was ein ganz guter Wert ist, wird 221 km/h schnell und schön ist, hat einen angegebenen Normverbrauch von 4,9 Litern hier drin, was ich ganz gut finde. Zusätzlich haben wir hier drin das Dynamic-Paket, heißt wir haben ein DCC, also ein adaptives Fahrwerk und eine progressive Lenkung vorne. Und was das so kann, das sehen wir im übernächsten Punkt. Ja, sprechen wir über den 8. Fakt, den Innenraum. Und erstmal denkt man, ja, was setzt sich hier rein? Da wird der innen aussehen wie der Golf. Er sieht ein bisschen anders aus, was überraschend ist. Und er sieht so ein bisschen Lamborghini-mäßig aus. Sehr sportlich, sehr jung, sehr modern, gut verarbeitet. Hier oben so ein Plastik, aber tolle Materialien. Hier unten so ein gebürstetes Alu-Lüftungsdüsen hier wie bei einem Lambo. Ja, und was haben wir dann? Haben wir noch analoge Instrumente serienmäßig? Wird Thomas D. freuen und Berufsjugendliche wahrscheinlich eher nicht. Optional 10,25 Zoll großes digitales Kombi, was man sehr flexibel hier verstellen kann. Die Tuben links und rechts einzeln. Mega gutes System, kann sich nicht im Detail zeigen. Sehr schönes FR-Lenkrad. Und hier haben wir serienmäßig 8,25 Zoll Infotainment. Optional 10 Zoll hier, wie beim Golf, ist der MIB der modernen Generation. Da ist man stolz drauf im VW-Konzern hier, weil dieses System ist konnektiv, ist immer online, ist sehr schnell während der Fahrt bedienbar. Mir gefällt es richtig gut, muss ich euch ehrlich sagen. Hier kann man dann so eine Schnellwahlliste sich einstellen, hat ein privates Profil hier oben. Was ich nicht so schön finde, ist, dass man fürs lauter leiser machen hier so ziehen muss. Ich fände da noch einen Drehdrücksteller besser. Schön ist auch hier dieser Quick-Shift-Schalter, den wir so aus dem Golf kennen mit dem DSG oder die USB-C-Stecker. Oder Apple CarPlay Android Auto, die induktive Ladebuchse, dass wir dieses System nicht nur über Kabel, sondern auch over the air verbinden können. Wir haben hier tolle Sitze drin mit so Mesh in der Sitzfläche, mit Kunstleder, glaube ich, außen. Klar, auch ein bisschen Hartplastik. Ja, wir haben hier auch eine wunderschöne Ambientebeleuchtung. Wenn ich mal aufs Auto gehe, seht ihr hier die Fahrassistenten, die es alle gibt. Die Fahrprofile hier individual, kann man noch mal kurz zeigen, was man da alles einstellen kann. Von DCC über Lenkung, Antrieb oder ACC. Ja, aber die Ambientebeleuchtung hier innen ist toll. Die können wir in 1 Million Farben einstellen. Das Auto warnt uns auch von außen beim Aussteigen, wenn jemand von hinten kommt oder die Lichtsache interagiert mit dem toten Winkelwarner hier. Toll. Ja, kommen wir zum 9. Punkt, meinem Lieblingspunkt, auch wenn es hier kein Cupra ist, sondern nur ein 150 PS Motor. Und was heißt nur? Hier geht's Auto an auf diesem Start-Stopp-Knopf. Quick Shifter heißt, wir ziehen den schnell nach hinten, merkt er, wie schnell der an und ausgeht. Ja, und dann geht es los im D-Modus. Das ist schön, das kennen wir aus dem Golf, macht richtig Spaß. Auto wiegt 1361 Kilo. Ja, und mit 250 Newtonmeter und 150 PS beschleunigt er richtig gut nach vorne. Und wenn man dann spontan Gas gibt, dann merkt man natürlich eine Sache. Erstens, wir sind hier drin nicht im Sportmodus. Den machen wir jetzt rein. Jetzt verändert sich Lenkung, die Gasannahme, die Federung, die hier adaptiv ist. Und dann merkt man, oh, wir haben hier drin ja eine Mildhybridisierung, 48 Volt Bordnetz, unterstützt über einen Riemenstartergenerator beim Anfahren. Und andersrum lädt dieses System kleinen Akku, ist ein sehr leichtes System, was zum einen für so ein Boosten sorgt, also eine Unterstützung beim Anfahren, und zum anderen für einen guten Verbrauch. Ach, apropos, 4,9 Liter haben wir hier drin angegeben. Wir haben es tatsächlich geschafft, mit 5,6 Liter unterwegs zu sein, und das finde ich halt sehr spannend, denn da brauche ich keinen Plug-in-Hybrid, ehrlicherweise. Finde ich ein sehr gutes System, diese Mildhybridisierung, die man so im VW-Konzern kennt. Dieses Auto passt einfach, hat eine tolle Straßenlage. Und zur Eingangsfrage, ja, der liegt für mich runder, trotz
Kurzfrontantrieb in der Kurve, ist besser abgestimmt und sportlicher, zumindest im Sportmodus, als der Golf. Ist tatsächlich ein bisschen aufregender. Schon interessant, wie man das hinbekommen hat bei Seat. Auch hier die Schaltpedal am Lenkrad sind gut, schöne fahrerorientierte Sitzpositionen mit tollen Sitzen hier drin. Wir haben alle Assistenten hier drin, um teilautonom Level 2 unterwegs zu sein, mit einem Abstandsregler, Tempomat, mit einer Spurhalte, Unterstützung, mit einer Schildererkennung. Schön ist auch, wenn wir aussteigen wollen, jemand von hinten kommt, geht so ein helles Licht an oder im Totenwinkelwarner ist diese Ambiente-Belichtung auch mit dem verknüpft. Chapeau, Seat. Muy bien. Kommen wir, bevor es regnet, zum 10. und letzten Fakt meiner Meinung zum Auto, ein Fazit eben und der preislichen Gestaltung. Und zur Eingangsfrage, ist er noch cooler, jünger, moderner, sportlicher als der Golf? Ja, ist er. Ist er schöner als der Golf? Das müsst ihr entscheiden. Ich finde ihn auf jeden Fall frischer. Und ich kann euch sagen, er ist im Innenraum moderner, konnektiver als der Vorgänger. Wir haben mehr Platz hinten, wir haben sogar mehr Platz als beim Golf im Kofferraum, was überraschend ist. Ja, und ein kleiner Kritikpunkt ist dann natürlich die ganzen Modelle im VW-Konzern, die jetzt auf dem MQB Evo stehen, wie Audi A3, wie der Skoda Octavia oder wie der Golf 8 eben, die rücken immer näher zusammen und das ist halt ein Auto, würde ich sagen, für diejenigen von euch, denen der Golf zu perfekt, vielleicht zu langweilig ist, der Skoda Octavia zu nüchtern tschechisch oder der Audi A3 zu teuer, dann seid ihr mit Seat da sehr gut aufgestellt. Und eine große Frage ist, wie ist es denn preislich? Und dann war ich überrascht, ich habe geguckt, der Golf, ja, der beginnt im Einstieg schon bei unter 20.000 Euro, ganz knapp drunter, hat dann den 90 PS 1 Liter Motor. Wie er auch hier drin ist, der ist hier jetzt bei 21.560 Euro, während der Octavia dann mit dem 110 PS Motor, also einer höheren Ausbaustufe, bei einem Preis von 21.590 Euro beginnt. Sehr vergleichbar, nicht vergleichbar ist der Audi A3, den gibt es aktuell mit dem 150 PS Benziner nur. Der liegt bei 27.000, 28.000 Euro noch im Einstieg, das wird auch ein bisschen günstiger. Ja, so wie er hier steht, in der FR-Line mit dem DSG, mit der Mildhybridisierung und den 150 PS beginnt der so bei unter 30.000 Euro, so wie er hier steht mit der ganzen Ausstattung, sind wir bei 36.060 Euro. Ach übrigens, wenn euch das hier nicht genug war und ihr auch mal ein bisschen anderen Outdoor-Content sehen wollt oder auch meinen, dann schaut bei unseren Freunden von Yes Auto vorbei. Ich finde, die machen einen sehr guten Job. Ja, sind ein bisschen am Anfang, aber das wird, glaube ich, eine ganz gute Plattform. Ansonsten seid ihr hier bei WWD, dem Autotester, eurem hoffentlich nicht berufsjugendlichen Autotester des Vertrauens gelandet. Ihr findet uns ganz modern auf Instagram, Facebook, YouTube, auf TikTok inzwischen auch. Auf YouTube habt ihr uns gefunden, macht die Glocke an, macht mich glücklich, sorgt dafür, dass ich mir auch irgendwann eine Bomberjacke oder eine Tätowierung leisten kann. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis bald.